Wir leben in den letzten Tagen der Menschheit. Das ist nicht etwa ein moderner Slogan überängstlicher Klimaaktivisten. Das machen uns die Ereignisse rund um den Globus deutlich, die sich in der letzten Zeit häufen. Seien es Flutkatastrophen, Vulkanausbrüche, Erdbeben oder die kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit. Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist wohl jeder wach. Die Bibel spricht seit fast 2000 Jahren davon, was in dieser letzten Zeit alles auf die Menschheit zukommt. Aufgeschrieben ist das in ihrem letzten Buch, der Offenbarung. Eine Voraussage übrigens, die nicht so wie der Wetterbericht jeweils den aktuellen Bedingungen angepasst wird. Wann genau das soweit sein wird, das wissen wir nicht. Es spricht jedoch einiges dafür, dass es erst dann so richtig zur Sache geht, wenn die Nachfolger Jesu, die weltweite christliche Gemeinde, in einem Augenblick von der Erde weggenommen wird und damit auch der Geist Gottes. Der Zeitpunkt selbst spielt auch keine Rolle für diese Entrückung, so nennt es sich. Viel ausschlaggebender ist, ob wir darauf vorbereitet sind und ob wir in dieser Erwartung leben. Die ersten Christen haben jeden Tag damit gerechnet. Es kann natürlich auch noch Jahre gehen bis dahin, aber es kann auch schon morgen sein. Nach dieser Entrückung jedenfalls wird erstmal Chaos sein hier auf der Erde. Das kann man sich vorstellen. Aber die Wissenschaftler, die sonst auch immer gern mit Millionen von Jahren um sich werfen, um damit die Existenz dieser Welt ohne Gott als Schöpfer zu erklären, werden sicherlich auch dafür eine Begründung finden. Aber seien wir mal ehrlich, die Entstehung der Welt, des Kosmos und dieser Welt mit all ihren Wundern durch Urknall und Evolution, das erinnert doch eher an ein Märchen vom Klapperstorch für Erwachsene. Ich jedenfalls kann mir eher das so vorstellen, wie die Bibel das beschreibt, dass es einen liebevollen Architekten gibt. Aber da stoßen wir mit unserem begrenzten Fassungsvermögen ohnehin an unsere Grenzen. Ich kann mir noch nicht einmal vorstellen, dass wir alle zusammen auf einer großen Kugel leben. Sind wir angesichts der Weiten des Universums nicht eher wie gebildete Ameisen, die stolz ihr Wissen über Länder und Kontinente austauschen? Aber zurück zum Thema. Nach dieser Entrückung wird YouTube wohl weiter bestehen und damit auch die Möglichkeit, sich dieses Video anzuschauen. Was auf die Menschheit zukommt, können Sie selbst einmal nachlesen in der Offenbarung. Ich bin jedenfalls froh, dass ich das nicht miterleben muss. Und ich wünschte mir, Sie wären auch mit dabei bei der Entrückung. Oh.